Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Penny Gold und Silberaktien, eine Jahrhundertchance. Disclaimer. Der Top-Schattist Gredi denkt, dass die letzte und dritte Goldhause, seitdem Nixon das Goldfenster 1971 geschlossen hat, bevorsteht. Die beiden letzten Hausen waren jeweils am Anfang, zum Beispiel vom Jahr 2000 bis 2004, von extrem starken Goldaktienrallye begleitet. Vermutlich wird der jetzt kommende Goldbullmarkt der absolut stärkste Goldrand, welcher im Vorfeld wiederum zur stärksten Goldaktienrallye aller Zeiten führt. Ohne Übertreiben, eine Jahrhundert-Investitionschance. Ja, das ist es dann sozusagen gewesen, unser Finanzsystem. Es besteht im Grunde genommen aus mehreren Zyklen der Abwertung und Inflationierung beziehungsweise auch der Gegenbewegung. Jedenfalls sagt das der Statist, werden wir sehen, ob es so kommt. Aber was wir doch durchaus erkennen können, dass wir hier einfach drei Primärentwicklungen, Goldrallyes haben. Das war eben das direkt nach der Abschaffung der Goldpreisbindung hier von 35 Dollar 1971 durch Nixon eine Abbindung. Dann hat es eine Übertreibung gefunden. Wiederum das setzte dann eine Seitwärtsbewegung von Gold frei, beziehungsweise auch leichten Rückgang. Das hat dann den Weg frei gemacht insgesamt für eine unheimlich starke Aktienrallye, die 1999 im Jahr 2000 auch ihren Höhepunkt gefunden hat. Dann kam wieder ein inflationärer Schub, der dann eben bis Goldschub, der bis 2011 ging und danach dann auch wieder eine Seitwärtsbewegung, die eben bis aktuell geht und bis aktuell, immer wenn dann Gold seitwärts geht, wenn die Begeisterung nicht so toll in Richtung Gold ist, haben wir typischerweise eine Aktienrallye. Also sage ich mal rückblickend in diesem Finanzsystem seit Bretton Woods wäre eben der Wechsel von Goldaktien beziehungsweise Standardaktien, Topfonds, wäre eigentlich das Gebot der Stunde gewesen. Unabhängig davon, wir stehen jetzt sehr wahrscheinlich vor dem dritten und aber auch potenziell größten Goldschub vorher. Und dieser potenziell größte Goldschub führt natürlich logischerweise möglicherweise zu der größten Goldaktienrallye. Und aus Beobachtung der Vergangenheit der Goldaktienrallye wissen wir, dass Goldaktienrallye eher in der Vorphase unheimlich stark sind. Also eben wie von 2000 bis 2004. Da ist Gold noch gar nicht so stark gestiegen, irgendwo von 250 Dollar auf 400 Dollar, who knows. Aber die Goldaktien haben überproportional zugelegt in dieser Phase, also in der Vorphase. Und das hängt einfach eben damit zusammen, dass die Goldaktien meist wie aktuell völlig am Boden bewertet sind, überhaupt nicht bewertet sind. Und wenn dann tatsächlich die Goldrallye bestätigt wird, stehen die sozusagen von den Toten wieder auf und werden überhaupt lebendig. Und das bedeutet einen Bewertungsaufschlag. Es ist immer ein höherer Gewinn, wenn irgendwas an 1, 2, 3, 4, 5 Cent auf 50 oder 1 Dollar steigt, als nachher eben von 1 Dollar auf 2 Dollar. Das muss man sich bewusst sein. Also das heißt, in der Frühphase steigen deswegen diese Goldaktien absolut überproportional. Wenn die Goldrallye dann schon etwas fortgefangen ist, eher proportional oder leicht gehebelt mit. Also deswegen besteht aus meiner Sicht jetzt die größte Chance, an dieser größten Goldaktienrallye dieses Finanzsystems mit teilzunehmen. Ja, hier ist ein Goldprojektgenerator aus Kanada. Da hatte ich auch, wie gesagt, im Oktober 22 schon berichtet, der im Grunde genommen jetzt auch seinen Boden zugefunden zu haben scheint, wie Sie hier sehen, bis auf 16 Cent runtergedrückt und jetzt kommen eben die Kaufimpulse. Gut möglich, dass diese ganze enorme Bewegung, die wir hier seit der Corona-Krise 2020 auch mehr oder weniger von 10 Cent auf 1,75 jetzt auch wieder bevorsteht. Absolut möglich, gerade wenn jetzt eben Gold auch auf über 2000, 2300, Silber Richtung 40, 50 marschiert. Also möglicherweise enorme Chance, was sich hier bildet. Das Rechtsgebiet ist gut. Sie sehen das hier, Ganda, Kingsway.
Das ist in Neufundland und dort haben sie eben 77 Quadratkilometer, viele Claims, sehr hochgradiges Gold, zum Beispiel Highlights mit 185 Gramm pro Tonne, 66 Gramm pro Tonne etc. Und dann natürlich haben sie noch auch in Labrador noch Gebiete und das sind 249 Quadratkilometer und ja, auch hochgradiges Gold hier mit 7,5 und 11,4 Gramm pro Tonne. Meiner Meinung nach interessantes Unternehmen, das schon mal einen schönen Lauf hingelegt hat, jetzt den Boden gefunden hat in sehr guten Rechtsgebieten. Hochgradiges Gold ist vorhanden. Auch die letzte Meldung bestätigt das. Am 20. Juni das Unternehmen beschneidet 31 Gramm pro Tonne auf 0,45 Meter im vierten Bohrloch im Doppelziel 3,4 Kilometer nördlich von Big Wen. Das heißt, die glauben damit ein größeres Gebiet identifiziert zu haben. So jedenfalls stand es auf der Webseite. Ja, ganz interessant. Natürlich wie immer keine Kaufempfehlung, aber diese Aktie könnte selbstverständlich eben ein Gewinner des kommenden Goldaktienbullenmarktes sein. Ja, nochmal ein paar grundsätzliche Aussagen, wie wir hier Gold sehen. Gold könnte analog der 1970er Jahre von 2000 $ auf 8500 $ steigen. Warum sagen wir das? Weil die Chartdynamik ähnlich ist mit der 1970er Jahren und ist dann von 200 $ auf 850 $ gestiegen ist und aber nicht bevor sozusagen die Investoren nochmal auf die Probe gestellt wurden, nochmal rausgeschüttelt worden sind. Diese Situation kann man absolut mit jetzt vergleichen. Auch jetzt ist denkbar, dass es nochmal weitergeht, die Korrektur, sodass wirklich jeder das Interesse an Gold und Goldaktien verliert. Und dann kommt sehr wahrscheinlich dieser Schub. Glauben wir, dass es wirklich jetzt, damals ging es innerhalb von einem Jahr von 200 $ auf 850 $ oder im guten Jahr, das war im Wesentlichen 1979, begann, glaube ich, Ende 78. Ähm, Glauben wir, dass das jetzt, sage ich mal, so schnell in ein Jahr kommt? Eher nicht. Da halte ich mich in die Statisten wie Michael Oliver, der sagte jetzt, glaube ich, auch im Interview, das werde ich auch verlinken, dass er Gold in Richtung obere 2000er jetzt im nächsten Move sieht, also circa 2600 $. Und das wäre natürlich, okay, ist ganz interessant für Goldbugs. Das ist dann eine Anstieg von 30-35% für Gold. Silber könnte natürlich im Zusammenhang um die 50 kommen. Okay, das sind ganz nette Gewinne, aber die überproportionalen Gewinne werden eben dann vermutlich mit den extrem unterbewerteten Goldaktien machen. Hier sehen Sie Beispiele aus den 70er Jahren. Hier ging es von 5 Cent auf 19 $, 10 Cent auf 36 $, 20 Cent auf 40 $. Also nicht selten konnte man auf 1000 $, 100, 200, 300, 1000 $ machen. Eine absolute Jahrhundertchance, das könnte bevorstehen. Und ja, also weil einfach die Ähnlichkeiten frappierend sind, aber natürlich auch die Eingriffsmöglichkeiten, die man noch hat, um das vielleicht abzubremsen oder teilweise eben auch zu verhindern. Aber dennoch glaube ich, dass sie jedenfalls Gold- und Silberpreis ein bisschen Luft geben müssen, einfach um den Druck. Sie kennen ja ähm, vor, die Aktivitäten rund um die COMEX. Da ist kaum noch Silber da, um die Nachfrage nach Silber zu bedienen. So, und deswegen lässt man vielleicht etwas die Preise höher, damit das Gesamtsystem nicht komplett also dass es keinen unkontrollierten Anstieg von Gold und Silber gibt. Das versucht man da zu verhindern, indem es meiner Meinung nach höher ankeilt. Und ein Nebenprodukt davon ist der Anstieg der Goldaktien meines Erachtens, weil sie so extrem unterbewertet sind und wirklich die ungeliebteste Assetklasse am Markt sind. Ja, also was liegt vor uns? Nochmal eine kleine Wiederholung. Also Gold vermutlich 2400, Michael Oliver sagt 2600, Silber irgendwo was zwischen 42, vielleicht 50. Wir werden das sehen in den nächsten 6 bis 8 Monaten. Das hat in der Vergangenheit eben dazu geführt, dass ein Penny Stocks besonders stark ausschlagen. Hier sehen Sie es hier von mehr oder weniger 4 Cent auf 35 Cent. Diese Aktie hat sich also ja enorm zugelegt in absolut wenigen Monaten. Zeigen Sie mir außer vielleicht im Kryptobereich, wo es das überhaupt noch gibt oder gab jemals. Ja, immer noch extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Das ist auf der rechten Seite
Hui-Gold-Ratio. 1996 hatte die einen Höhepunkt. Seitdem sind wir im Bärenmarkt. Alle Goldaktien, auch die sogenannte große, eben von 2000 auf 2004, sind nur Bärenmarkt-Rallye. In Wirklichkeit gingen Goldaktien sind seit 1996 komplett dezimiert werden. Wie gesagt, es jetzt Jahre im Boden gefunden und die Statisten erwarten, dass sich das eben auflöst, einer epochalen Ausbruch der Goldaktien. Das führt dann natürlich auch eben zu extrem höheren Bewertungen. Gleichzeitig sind die sogenannten Junior- und Explorationsaktien in dem Verhältnis zu Senior-Aktien extrem unterbewertet. Auch dieses Gap kann aufgehoben werden, wie hier im Jahr 2002, wo wir eine große Goldaktienrallye haben. Und das würde natürlich ein zusätzlicher Treiber für Junior-Goldaktien sein. Ja, wie hätte man 1970 optimal im Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Okay, der Rückblick ist immer einfacher, aber wir wollen uns das einfach mal anschauen. Vielleicht können wir da einige Ableitungen für die Zukunft treffen. So ähnlich könnte es ja wiederkommen, vielleicht natürlich nicht nie gleich. Aber damals wäre es eben ganz sinnvoll gewesen. Man hätte eigentlich ständig Goldaktien gekauft, auch Rückgänge genutzt, weiter aufgestockt, ganz ähnlich wie heute. Und dann wäre irgendwann der primäre Schub gekommen. Und da haben sich eben viele Aktien ja verhundertfacht etc. Und hätte man das eben genutzt, verkauft sozusagen, als dann alle wirklich Gold und Goldaktien haben wollten, hätte man das verkaufen müssen und einfach ganz traditionell investieren müssen in die gegenüberliegende Assetklasse sozusagen. Das in dem Fall wären es eben Top-Aktien gewesen, Standardaktien, vielleicht Zukunftsaktien und natürlich Top-Fonds wie Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway hat sich von 1980 bis zum Jahr 1999 für 228-fach. Gut, das ist ein extrem positives Beispiel, aber viele andere Fonds haben auch ordentlich zugelebt. Wichtig ist hier der Wechsel und wichtig ist zu wissen, und ich denke, das Muster wird sich wiederholen, bei einem hohen Höhepunkt einer wirklichen Goldmanie, wenn wirklich jeder über Gold und Silber um jeden Preis spricht oder geschweige denn Goldaktien, das ist eben der beste Ausstiegszeitpunkt eben für Goldaktien und Gold und Silber dann früher oder später auch. Und das Reinvest in die neue Assetklasse. Und das wäre eben 1980 richtig gewesen. Das wäre aber auch im Jahr 2011 zum Beispiel richtig gewesen. Oder sogar noch 1996 sozusagen. Es gab ja auch von 1993 bis 1996 auch eine Aktienrallye. Vielleicht ist auch noch interessant zu sehen, wir haben sogar die große Depression von 1929 bis der Tiefpunkt des Dow Jones. Es ging dann, glaube ich, von ca. 330 Punkte beim Dow Jones auf 40 Punkte umher. Aber eben Top-Gold-Aktien haben sogar in demselben Zeitraum zugelegt um das Sechsfache. Und da hätte genau dasselbe funktioniert. Also Goldaktien investieren und dann diese anderen Assets für absolut wenig Geld sozusagen aufsammeln und von der Erholung wieder profitieren. Also, und das scheint einfach auch ein gängiges Muster zu sein. Goldaktien, wenn sie depressiv sind, kaputt sind, sammeln, auf den Boom warten, wenn die Euphorie ganz hoch ist und dann im Grunde genommen die Assetklasse wechseln. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3. Es ist klar, wenn die Goldaktien steigen, findet das viele Interessenten eben bei den produzierenden Ländern beispielsweise. Es könnte zur Verstaatlichung, zu Eingriffen, Extrasteuern führen, aber auch das eigene Bankensystem könnte Schwierigkeiten machen. Denken Sie an die großen Pleiten, die wir letztlich haben. Es wird immer instabiler. Wir müssen auch zusehen, dass wir überhaupt unsere Assets da rauskriegen. Im Grunde genommen muss jeder seine eigene Bank werden, gefüllt eben mit Gold und Silber und dann auf das Reinvestieren ab irgendeinem Punkt warten, wenn Gold derartig übertrieben hat, dass man eben Häuser, Top-Aktienfonds für Pennies on the Dollars kaufen kann. 1980 war genau das möglich. Das eben war eben Gold auf 850 Dollar und der Dow Jones auch auf 850. Man konnte sich treffen, 1:1. Jetzt müssen wir 14 Unzen hinlegen für einen Dow Jones. Das heißt, vermutlich wird der Dow Jones oder Standardaktien noch enorm federn lassen gegenüber Gold. Das ist in der Zeitpunkt für den Wiedereinstieg. Und dann kommt die gegenteilige Bewegung irgendwann. Und 2000 musste man sozusagen 44 Unzen
hinlegen für einen Dow Jones. Also ich wiederhole das nochmal, 1980 konnte man den Dow Jones für eine Unze kaufen, für eine Unze, und diesen einen Dow Jones, den man gekauft hat, konnte man im Jahr 1989 40 Unzen bekommen. Also so scheint das funktionieren. Es ist ein ständiger Wechsel von Inflationserwartung oder eben auch Wachstumserwartung. Was auch noch wichtig zu wissen ist, Mike Maloney hat es herausgefunden, 1980 konnte man für 500 Unzen ein Standardhaus kaufen. 500 Unzen 1980 von 25.000 Dollar. Ähm, und heute, wenn man dieser Entwicklung hier folgt, verlieren, sage ich mal, auch Immobilien möglicherweise noch mehr gegenüber Gold und Silber. Das heißt, man kriegt vielleicht irgendwo für um die 200 Unzen sogar ein Standardhaus, muss man sich mal vorstellen. Ich meine, allein die Ablage dieser Charts spricht dafür. Fazit. Wir müssen im Grunde genommen die Gewinne aus den Ereignissen multiplizieren. Das heißt, dadurch, dass wir derartig viele Verzerrungen im Markt haben, sollten wir nicht Opfer von den Implosionen oder von den Entladen dieser Verzerrung werden, sondern davon eben möglich profitieren. Das würde dann bedeuten, jetzt haben wir eben die Verzerrung extrem unterbewertete Goldaktien. Da glauben wir ja, dass das in den nächsten 6 bis 8 Monaten abgebaut wird, eine Mega-Rallye ist. Man kann im Prinzip vielleicht damit sein Geld vielleicht oder seine Aktie, die man investiert, im Schnitt vielleicht für 25-fachen, weil sie so extremst unterbewertet sind. Dann kann man vielleicht aus Sicherheitsgründen mehr Gold und Silber davon kaufen, beispielsweise. Ein Teil in dieser Situation ist, man braucht zum Beispiel seine Gold- und Silberersparnisse nicht anbrechen, sage ich mal, für Ausgaben des täglichen Bedarfs, sondern man kann eben Goldaktien dafür kaufen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Vorteil verkaufen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Vorteil in dieser Situation. Und man kann natürlich wesentlich mehr Gold und Silber und andere Sachwerte verkaufen. Aber wie dem auch sei, also wenn jetzt Gold 2500, 2400 erreicht hat, ist es nicht das Ende, aber vermutlich erstmal das Ende der Unterbewertung der Goldaktien. Dadurch können wir wesentlich mehr Gold und Silber kaufen, die, wie das Mike Maloney berechnet haben, dann in der Kaufkraft vielleicht im Schnitt beides zusammen, Pi mal Daumen, vielleicht um das Vierfache nochmal die Kaufkraft steigern. Das ist dann wirklich der maximale Punkt. Dann ist natürlich die Reinvestition in die dann entstehende Dynamik sinnvoll. Also damals war das eben zum Beispiel Berkshire Hathaway, vielleicht ist es dieses Mal das auch, wer weiß. Vielleicht eine Mischung aus verschiedenen international aufgestellten Aktien, aber vielleicht auch schlicht und einfach deutsche Aktien, dass es auch hier wieder Potenzial gibt nach wirklich Reformen und nach tiefen Tal, das bin ich gegangen. Auch das könnte sich als tolle Investitionschance herausstellen. Jedenfalls, es muss die gegenteilige Assetklasse sein. Es darf dann nicht mehr in Edelmetall gehortet werden, weil es war eben auch so, leider 1980, als es der Gold Höhepunkt kauft, es ist eben so, dass dann die meisten Käufe stattfinden. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann hatten sie jahrelang im Prinzip Kaufkraftverlust mit dem Gold. Also das ist alles sehr zyklisch. Momentan haben wir eben diesen Gold- und Silberzyklus, der in extreme Höhen landen könnte und dann muss man die S-Klasse wechseln. Das sagt das sozusagen aus. Und wenn man das dann durchspielt, vielleicht auf die Zukunft, jede 200 Euro in Goldaktien investiert, könnte dann langfristig unter diesen Reinvestitionsgedanken und Wechselgedanken, könnte dann langfristig, und das heißt vielleicht irgendwo um die 15 Jahre, 1 Million Kaufkraft bringen. Ja, 1000 Becker-Reporte versuchen diese Aktien zu identifizieren nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, errechnen auch einen Potenzialfaktor. Das heißt, um das Wievielfache kann die Goldaktie steigen, wenn Goldaktien so Maximalwerte machen. Kann man dann aus der Marktkapitalisierung, Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, Länderrisiko, kann man da berechnen. Eine Exit-Strategie ist auch beigefügt. Weitere Informationen finden Sie unten im YouTube-Video dazu. Einlagen von Gold und Silber bei Einkaufsgemeinschaften. Ein Unternehmen ist zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Eine Überweisung, schon ist im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist auch der Verkauf. Sie sind eben, wie gesagt, zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen, während, sage ich mal, vor Edelmetallhändlern lange Schlangen damals standen. Erinnere ich mich noch, irgendwie wegen der Corona-Krise, da war ich
Degussa in Frankfurt, da waren mindestens eine Stunde anstehen und dann, glaube ich, waren noch Abgabegrenzen und konnte nicht billigen viel kaufen. Aber das Unternehmen ist jederzeit, weil die andere Bezugsquellen haben, an Nachschub gekommen. Ist nur ein Beispiel und das mag sich ja in einer gewissen Situation wiederholen und wie gesagt, die haben auch keine Angst vor größeren Orders und so. Das können und also sicherlich interessant zu kennen. Einfach mal die Leute ansprechen, sich beraten lassen. Die haben ein sehr freundliches, kompetentes Beraterteam. Ja, weitere Informationen finden Sie auch unten im YouTube-Video. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben. Das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also immer vielen Dank und bis zum nächsten Mal.